Viele fragen sich, macht es vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen überhaupt noch Sinn, in Länder innerhalb der EU auszuwandern oder auch zum Beispiel in die Schweiz? Genau mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern befasst, dann würde ich dich gerne zu einem unserer Seminare einladen. Wir organisieren regelmäßig Seminare und auch sehr interessante Reisen in interessante Destinationen, zum Beispiel nach Dubai, nach Sansibar, in die USA, und wir haben Seminare zum Thema Auswandern in die Schweiz, Auswandern nach Malta. Diese bieten wir regelmäßig zum Beispiel in Zürich an. Auch reisen wir nach Irland, nach Serbien, nach Georgien, in die Philippinen mit Mandanten. Also wir haben dort ein umfangreiches Angebot, wenn du wirklich auswandern willst und dein Land kennenlernen möchtest und dort natürlich dann noch viel zum Thema Steuern und Recht lernen willst, mit Gleichgesinnten dorthin verreisen möchtest, beziehungsweise an einem Event teilnehmen willst, dann ist das genau das Richtige für dich. Schau es dir an. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Immer wieder höre ich momentan in Beratungsgesprächen, macht es eigentlich überhaupt noch Sinn, jetzt in ein EU-Land auszuwandern? Zum Beispiel Zypern, zum Beispiel Malta, zum Beispiel Irland, aber auch zum Beispiel bei sehr beliebten Nicht-EU-Ländern fragt man sich, ob ein Umzug dahin noch Sinn macht, insbesondere in die Schweiz. Und warum fragt man sich, ob ein solcher Umzug noch sinnvoll ist? Nun, wir sehen die Entwicklung in der EU, wir sehen, was dort EU-weit passiert. Jedes EU-Land muss ja Maßnahmen implementieren, wie das Digital Wallet, also die digitale ID, möglicherweise irgendwann den digitalen Euro, MiCA, Travel Rule, DRC8 zur Überwachung des Kryptomarktes, das EU-weite Kontenregister. Auch das wird implementiert, vielleicht irgendwann mal ein Vermögensregister, vielleicht irgendwann mal eine europäische Vermögensteuer. Und auch die Schweiz ist ja über das Vertragspaket mit der EU, was nun kommen soll, was noch abgestimmt wird durch das Volk, sehr eng dann mit der EU verflochten, noch viel enger als jetzt. So muss sich gegebenenfalls auch an EU-Regeln halten. Der Schweizer Bürger verliert also sein Stimmrecht, und auch haben die Schweizer jetzt für die Einführung der digitalen ID gestimmt, und da fragt man sich natürlich, ob das Ganze noch wirklich Sinn macht. Soll man nicht gleich ganz weit wegziehen, zum Beispiel in die Philippinen, zum Beispiel in die USA, zum Beispiel nach Dubai? Das Problem ist natürlich ganz klar daran, dass viele eigentlich nicht gerne auswandern. Viele möchten eigentlich gerne in Deutschland bleiben, weil sie die Lebensqualität in Deutschland und natürlich auch in Österreich unheimlich schätzen, weil sie sich dort wohlfühlen, aber sich einem inneren Zwang ausgesetzt sehen, jetzt das Land zu verlassen aufgrund der Dinge, die eben passieren in der Welt. Man eben nur die geopolitischen Risiken oder eben auch der zunehmende Überwachungsstaat, welcher ja die EU ist. Man fühlt ja also einen inneren Zwang, wegzugehen, zu fliehen. Ich hatte darüber ja schon in anderen Videos berichtet. Ich persönlich finde das problematisch. Ich habe in mehreren Ländern gewohnt. Ich habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen. Ich bin immer ausgewandert, weil ich es spannend fand, weil mich ein Land interessiert hat, weil ich in gewisser Weise abenteuerlustig war. Natürlich, das Ganze muss natürlich auch finanziell, beruflich, familiär passen, ist mir schon klar. Aber ich bin nie wirklich ausgewandert, jetzt alleine deswegen, weil ich vor etwas geflohen bin. Ja. Aber es ist, wie es ist. Viele, wie gesagt, empfinden es momentan so, dass sie gehen müssen, aber im Grunde nicht wollen. Und wenn man dann sagt, naja, du brauchst jetzt gar nicht mehr in die Schweiz umzuziehen oder irgendwo innerhalb der EU zu bleiben, du musst jetzt ganz weit weg, dann wird natürlich die Latte gleich sehr viel höher gelegt. Denn während sich sehr viele Deutsche vorstellen können, zum Beispiel in die Schweiz umzuziehen, ist es doch sehr viel schwieriger, sich vorzustellen, nach Dubai, in die USA oder auch in die Philippinen umzuziehen. Natürlich auch das machen viele. Wir haben ja die Statistiken auf diesem Kanal schon besprochen. 2024 sind 2000 Deutsche offiziell nach Dubai zum Beispiel umgezogen. Aber vergleicht das mal mit der Schweiz. 20.000, also 10-mal so viel, sind in die Schweiz umgezogen. Also das mal nur, um die Relationen herzustellen. Macht es also nun aufgrund dieser ganzen Maßnahmen, die sich die EU hier gerade ausdenkt und schon beschlossen wurde und natürlich auch implementiert werden, macht das jetzt noch Sinn, in die EU-Länder zu gehen oder auch die Schweiz? Ich würde dir sagen, dass es auf jeden Fall Sinn macht. Und der Grund ist folgender. Dinge wie die digitale ID, das kannst du sowieso nicht stoppen. Das wird kommen. Das wird nach und nach sicherlich sogar weltweit kommen. Was du aber tun kannst, ist, du kannst dir deinen Sklaventreiber aussuchen. Du kannst dir aussuchen, welche digitale ID du verwenden willst. Also mal angenommen, du gehst nach Malta und du bekommst einen maltesischen Personalausweis, in Zukunft vielleicht eine maltesische digitale ID. Dann kommst du ja als ein unbeschriebenes Blatt nach Malta. Der maltesische Staat hat keinerlei Daten zu dir. Das maltesische Finanzamt kennt dich nicht. Du bist komplett clean. Du bist ein Clean Slate. Du bist ein weißes Blatt. Insofern weiß der Staat nichts über dich und hat im Grunde auch sehr wenig Möglichkeiten, hier gegen dich
vorzugehen, während du ja in Deutschland eine riesige Historie hast. Mal angenommen, du hast deutsche Konten, auf die das Finanzamt Zugriff hat, du hast eine große Akte beim Finanzamt, da liegen ja tonnenweise Daten zu dir vor, alle möglichen Register, Handelsregister, Standesamt, Zulassungsstelle, Grundbuch etc. pp. Also liegen wahnsinnig viele Informationen zu dir vor, die dann gegen dich verwendet werden können. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, irgendwann gibt es KI und diese KI schaut sich diese ganzen Daten an und wird dann Dinge identifizieren, die hier zu deinem Nachteil gegen dich verwendet werden können. Also du hast so eine dicke Akte, während du ja in Ländern wie Malta oder Zypern oder Dubai oder die Schweiz, wenn du dorthin ziehst, im Grunde genommen so eine dünne Akte hast oder überhaupt keine Akte. Und das ist genau das, wenn ich meine, du kannst dir deinen Sklaventreiber aussuchen. Dann nehme ich natürlich lieber einen Sklaventreiber, der nichts über mich weiß und der im Grunde genommen mir gegenüber keine Handhabe hat. Außerdem muss man natürlich sagen, dass in Ländern wie zum Beispiel Malta oder auch Zypern das EU-Recht und die lokale Implementierung dann relativ frei interpretiert wird, muss man ganz klar sagen. Also das ist nicht mit Deutschland wirklich zu vergleichen. Ja, die Staaten sind eben weniger effizient, die Verwaltung ist weniger effizient, man hat eine gewisse südländische Mentalität. Das kann man natürlich jetzt über die Schweiz überhaupt nicht sagen. Ja, also die Schweizer sind, wenn überhaupt, noch effizienter als die Deutschen. Aber auch dort gilt, was ich vorhin gesagt habe, wenn du dort als unbeschriebenes Blatt ankommst, hat der Staat im Grunde keine wirkliche Handhabe gegen dich. Und das ist, denke ich, einer der entscheidenden Punkte. Andere Punkte sind natürlich mögliche Steuervorteile, die du dort mitnehmen kannst. Und nun muss man auch ganz klar sagen, dass ja viele der Gesetzgebungen in der EU, wie zum Beispiel das Digital Wallet, noch gar nicht eingeführt sind und selbst wenn sie dann eingeführt werden, noch nicht in der vollen Funktionsweise implementiert sind. Also das heißt, du hast jetzt noch mehrere Jahre Zeit und du kannst diese Jahre nutzen, aus Deutschland schon mal wegzugehen und in Deutschland die Brücken abzubrechen. Denn du musst ja immer berücksichtigen, wenn du als deutscher Staatsbürger Deutschland verlässt, dann bist du noch 10 Jahre lang nach dem Wegzug möglicherweise in den Fängen des Finanzamtes verstrickt. Es gibt die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die betrifft deutsche Staatsbürger, die zum Beispiel in ein Niedrigsteuerland umziehen und noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben. Zu wirtschaftlichen Interessen zählen zum Beispiel auch Kryptowährungen, auch solche, die du nach dem Wegzug kaufst. Das heißt, du bist in den ersten 10 Jahren nach dem Wegzug aus Deutschland nicht wirklich frei. Das Finanzamt hat weiterhin Handhabe gegen dich. Das Finanzamt kann dich jederzeit kontaktieren, kann dir jederzeit Löcher in den Bauch fragen, unter der Berufung auf deine Mitwirkungspflichten, noch für 10 Jahre nach dem Wegzug. Nur einfach, um festzustellen, ob du jetzt möglicherweise noch in Deutschland steuerpflichtig bist oder nicht. Natürlich kannst du dann sagen, du antwortest nicht, aber das hat ja weitreichende Konsequenzen. Ja, also das kann ein Strafverfahren nach sich ziehen, das kann nach sich ziehen, dass dir der deutsche Pass weggenommen wird. Also ich meine, das sind jetzt nicht Dinge, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also deswegen, die Uhr beginnt zu ticken, wenn du Deutschland verlassen hast. Auch die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, von der bist du noch betroffen, 5 bis 10 Jahre, nachdem du Deutschland verlassen hast. Auch hier beginnt die Uhr zu ticken. Das heißt, je schneller du wegkommst aus Deutschland, desto besser ist es. Und es ist im Grunde genommen fast egal, will ich mal sagen, in welches Land du ziehst. Du musst dich verabschieden von dieser Vision, dass das Land, wohin du ziehst, das Land ist, wo du bis zum Ende deiner Tage dann leben wirst. Vielleicht gehst du in die Schweiz und sagst, okay, das ist nur ein Sprungbrett für mich. Ich bin hier 1, 2, 3, 5 Jahre vielleicht und dann ziehe ich weiter in ein anderes Land oder nach Malta oder nach Zypern und bist dort auch wenige Jahre. Und das ist auch das, was wir bei vielen Mandanten sehen. Also für dich ist es wichtig, dass du gehst, dass du wirklich ins Tun kommst und dass man sich selbst auch keine Schranken im Kopf aufbaut. Und jetzt zu sagen, naja, es macht ja keinen Sinn, jetzt nach Malta oder Zypern oder in die Schweiz zu ziehen, weil da irgendwelche Gesetzgebungen möglicherweise kommen, dann ist das meiner Meinung nach die falsche Reaktion. Wenn es dir am einfachsten fällt, in die Schweiz auszuwandern und es entweder die Schweiz ist oder die Alternative heißt nicht auszuwandern, dann geh in Gottes Namen in die Schweiz. Und dann bist du da, dann bist du aus dem deutschen System draußen und dann kannst du dir überlegen, was deine nächsten Schritte sind und in aller Ruhe deine nächsten Maßnahmen planen. Also ich würde mich durch solche Überlegungen nicht vom Pfad abbringen lassen, nicht von deiner Strategie abbringen lassen. Wenn du Deutschland verlassen willst, wenn das Ziel ist, was du dir gesetzt hast, dann würde ich das auch so umsetzen, aber eben immer mit dem Wissen natürlich, was in der Realität tatsächlich passiert. Und es ist natürlich so, die Maßnahmen, die ich gerade eben angesprochen habe, die werden umgesetzt, die werden in der EU umgesetzt, die werden in der Schweiz umgesetzt. Und genau, möglicherweise muss man sagen, nach 1, 3 oder 5 Jahren gehe ich dann woanders hin. Aber schon mal weg zu sein und auch schon mal den ersten Schritt gemacht zu haben, das ist für die Psychohygiene unglaublich wichtig. Von dort aus kann man dann weitersehen und hoffentlich auch schon
schöne steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann komm gerne zu einem unserer Seminare oder buch ansonsten auch ein Beratungsgespräch. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wegzug ins Ausland, Steueroptimierung, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Konten im Ausland, im Nicht-EU-Ausland, Firmengründung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.